Anna von Driftwerk. Heute zeige ich euch, wie man ein Driftwerk Drift-Trike korrekt montiert. Denn zu gutem Fahrspaß gehört korrekte Montage und eine regelmäßige Wartung. Wir schauen uns ein paar Montage-Do's and Don'ts an. Als ersten Montageschritt bauen wir die Hinterräder mit der Hinterachse zusammen. Ein Rad habe ich schon mal angeschraubt. Ich zeige euch das hier mal. Dreht das ungefähr so fest, dass man hier auf der Seite bei dem Gewinde eine Gewindeumdrehung sieht. Ihr müsst schauen, dass die Achse hier richtig auf dem Hinterrad sitzt. Ihr seht hier einrastende Kerbungen. Die müssen auch hier richtig aufsitzen, damit ihr hier auf dieser Seite diese Kerbungen oben rausschauen seht. Damit hier nichts schlackert, gibt es diesen Kunststoffring zur Achsenführung. Den setzt ihr hier oben auf. In dem Ring sind hier Kerbungen, wo ihr genau diese Kerbung treffen solltet. Dann sitzt hier alles passend und ihr könnt das Rad aufsetzen. Wenn alles dann richtig ineinander steckt, würde ich euch zum Aufsetzen des zweiten Rades empfehlen, die Achse so aufzustellen, damit hier das nicht nachrutschen kann, wenn ihr das zweite Rad aufsetzt. So, dann hier oben drauf einrasten. Jetzt lege ich das einmal um. So, das Rad solltet ihr gut, aber auch nicht zu fest anziehen. Orientiert euch vielleicht ein bisschen daran, dass man nur eine Gewindeumdrehung seht. Oder wer es genau wissen will, nimmt einen Drehmomentschlüssel und stellt, wie in der Bedienungsanleitung gesagt, 50 bis 60 Newtonmeter ein. So. Die Mutter vorher ganz leicht anschrauben, ansetzen und los geht's. Perfekt. Jetzt verschrauben wir den Rahmen mit der Hinterachse. Das ist ganz easy, wenn ihr das so umlegt. Achse umgeklappt und dann seht ihr hier die zwei Stellen, an denen ihr beide Teile einrasten müsst. Dann haben wir hier 3 verschiedene Stellen, an denen wir dann das Trike mit 3 Langschrauben verbinden. Zum Festziehen braucht ihr einen 13er Schlüssel und Ratsche und könnt dann alle 3 Schrauben fest miteinander verbinden. Jetzt montieren wir das Vorderrad. Richtiges Aufsetzen des Rads funktioniert wie folgt. Wir haben hier in der Innenseite kleine Markierungen für links und rechts. Liegt das Fahrrad so herum, ist hier die rechte Seite. Also setze ich das Rad mit dem Lager hier in die Gabel auf. Einmal schauen, könnt ihr korrigieren, ob ihr richtig sitzt. Wenn ihr so tretet, soll das Rad nach vorne laufen. Hintenrum ist es Leerlauf. In der Kleinteiltüte werden euch die Pedale und die Lagerschalen mitgeliefert, die als Gegenstück hier zur Gabel dienen. Bevor ihr diese aufsetzt, nehmt ihr die Hutmuttern ab und setzt sie hier unten ein. Und zwar mit dem abstehenden Hals hier von unten in das Loch. So, die Hutmuttern nochmal von unten richtig festdrücken und dann die Lagerschale, das Gegenstück, aufsetzen. Nun nehmt ihr den Innenbus und achtet beim Festziehen darauf, dass der Abstand bei beiden Seiten an der Lagerschale immer derselbe ist beim Anschrauben. Nun schrauben wir die Pedale an. Auch hier haben wir eine Markierung für rechts und für links. Das rechte ist schon vormontiert. Ich zeige euch jetzt mal, wie man das hier am besten macht. Also ihr setzt die Schraube hier in die Öffnung, haltet das mit der Hand gespreizt so offen und dreht die Schraube dann an, indem ihr von euch wegdreht, in diese Richtung. Wenn ihr es ein bisschen mit der Hand vorgeschraubt habt, könnt ihr danach euren 15er Schlüssel nehmen und hier nochmal nachziehen. Perfekt. Als nächstes befestigen wir den Lenker des Trikes. Dafür lockert ihr hier vorne im Lenkerkopf die 4 Schrauben
setzt anschließend den Lenker ein und schraubt das wieder passgenau zu. Als nächstes können wir die Bremse montieren. Dazu zieht ihr das Bremskabel hier ein bisschen aus dem Lenkerkopf raus. Nehmt hier den Draht, den könnt ihr hier ein bisschen auch hervornehmen und fädelt das hier dann hier vorne ein und legt das Kabel dann hier in die Führung. Als nächstes werden wir hier die Bremsbacken, die entweder lose oder noch falsch festgezogen sind, an die richtige Stelle bringen. Hierzu lockert ihr hier an der Radmutter das ganze Gewinde und setzt die Bremsbacke dann so an, dass sie hier bündig an die Felge drückt und somit bei Ziehen der Bremse wirklich hier Druck ausübt. Wenn die Bremsbacken jetzt zur Felge ausgerichtet sind, können wir die Bremse einhängen. Ihr nehmt hier diese zwei Gäbelchen der Bremse zusammen und setzt hier den Draht in diese Halterung. Dann ist alles bereit und wie ihr seht, die Bremse löst aus. Letzter Handgriff. Jetzt bringen wir nur noch den Sattel auf. Hierzu lockert ihr diese 4 Schrauben, setzt sie auf 4 Plattformen und dann geht es auch schon los. Alles klar, das war's. So kann nichts mehr schief gehen. Und jetzt geht's auf die Bahn.